Die CASD, die Berichterstattungspflicht über die Nachhaltigkeit kommt. Hat dein Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als 25 Millionen Bilanzsumme oder 50 Millionen Euro Umsatz oder du bist Zulieferer für solche Unternehmen, dann betrifft dich das Thema ESG-Reporting auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt, wann lohnt sich denn eine durchgehende Digitalisierung oder Automatisierung dieser Reports oder dessen Teile denn wirklich? Ne? Und in diesem Video zeige ich dir, wann sich die Investition in Digitalisierung dieser ESG-Maßnahme bezahlt macht, egal wie groß dein Unternehmen ist. Ich bin Patrick Beck von Rescale Consulting. Wir helfen Unternehmen jeder Größe, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren und auch für die ESG-Anforderungen fit zu machen. Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns kurz klären, worum es eigentlich geht. Also ESG steht für Environmental Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Es geht darum, verantwortungsvoll ein Unternehmen wirtschaftet und die EU hat damit diese Corporate Sustainability Reporting Direktive, also kurz CSRD, eine Richtlinie erlassen, die viele Unternehmen ab 2025 zur ESG-Berichterstattung verpflichtet. Das betrifft nicht nur Großkonzerne, sondern eben auch viele Mittelständler. Und die Frage ist, warum ist das wichtig? Also Nachhaltigkeit sollte nicht nur für das Image sein, sondern entscheidet auch zunehmend über Wettbewerbsfähigkeit, Finanzierungsmöglichkeit und sogar über Geschäftsbeziehungen. Und das heißt, also selbst wenn du nicht selbst berichtspflichtig bist, können deine Kunden und Geschäftspartner bald ESG-Daten von dir verlangen. Also es geht letztlich um nichts weniger als die Zukunftsfähigkeit deines Unternehmens. Noch kurz vorab, das ist hier keine Rechtsberatung. Die Anforderungen an die ESG und die Kriterien, die es da geht, mit denen du dich beschäftigen musst, werden sehr schnell komplex. Und wenn du über deine individuelle Situation in eurem Unternehmen sprechen möchtest, dann melde dich bei uns. Lass uns über den Return on Invest sprechen. So eine manuelle ESG-Berichterstattung kann je nach Unternehmensgröße schnell zwischen 50 bis 500.000 Euro im Jahr kosten. In Form von Personalkosten, externen Beratern und so weiter. Mit einer digitalisierten Lösung kannst du die Kosten um 30 bis 90% reduzieren. Aber der wahre Wert liegt oft in der verbesserten Datenqualität und den Erkenntnissen, die du selbst für dein eigenes Geschäft gewinnst. Und schauen wir uns erstmal an, wann sich eine ESG-Digitalisierung, also dieser Prozesse, scheinbar nicht lohnt. Also erstens, du hast weniger als 250 Mitarbeiter. Deine Bilanzsumme ist weniger als 25 Millionen Euro. Dein Umsatz ist geringer als 50 Millionen Euro. Dein Unternehmen plant keinerlei Expansion. Du hast keine internationalen Geschäftsbeziehungen. Deine Branche hat auch kein oder kaum Umweltauswirkungen in Form von sozialen Aspekten und so weiter. Du planst keinen Unternehmensverkauf. Und falls du nämlich an irgendeinem Punkt doch gesagt hast, dann ist dieses Thema für dich relevant. Und die Wahrheit ist letztlich, fast jedes Unternehmen wird früher oder später von diesen ESG-Anforderungen betroffen sein. Zur Kehrseite. Wann lohnt sich denn die Digitalisierung auf jeden Fall? Also du hast mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als 50 Millionen Umsatz. Dann bist du auf jeden Fall ab 2025 zur Berichterstattung verpflichtet. Auch wenn du Zulieferer für ein großes Unternehmen bist, dann werden diese wahrscheinlich die ESG-Daten von dir verlangen, denn sie müssen das in ihrem Prozess auch nachweisen. Und du willst wettbewerbsfähig bleiben, dann wird ESG-Reporting dein Unterscheidungsmerkmal sein. Auch wenn du Optimierungspotenziale in deinem Prozess suchst, dann liefern die ESG-Daten auch oft versteckte Kosten, ne, auf die du dann wiederum eingehen kannst. Und falls du eine Finanzierung planst, kann es gut sein, gegebenenfalls, dass Investoren und Banken diese Daten von dir auch einfordern. Also Digitalisierung ist hier kein Luxus, sondern mehr so eine strategische Notwendigkeit, kann man sagen. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis. Ein Zulieferer mit 100 Mitarbeitern digitalisiert seine ESG-Datenerfassung, obwohl er nicht berichtspflichtig war. Ergebnis, er kann mit Hauptkunden, einem Automobil-Riesen, präzisere Daten liefern, sichert sich damit einen langfristigen Vertrag und nebenbei entdeckt er Einsparpotenziale in der Produktion von jährlich 50.000 Euro. Die Investition hat sich also in weniger als einem Jahr amortisiert. Deshalb ist es wichtig, halt mal einen Blick auf diese Sache zu haben und sich mindestens in einem tieferen Gespräch, in einem tieferen Projekt damit genauer zu befassen.
Was sind denn die Konsequenzen, wenn du diese ESG-Digitalisierung aufschiebst oder nicht machst? Also du wirst auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil erfahren, denn deine Konkurrenz liefert schnellere und genauere ESG-Daten. Und auch Vertragsverluste von größeren Kunden an ESG-fittere Lieferanten können auch ein Thema sein. Und auch die höheren Kosten durch die manuelle Datensammlung sind natürlich dann eine Folge, wenn du es denn doch machst, aber eben nicht digitalisiert. Und es wird immer aufwendiger und auch fehleranfälliger. Und natürlich auch verpasste Chancen, denn wenn du diese Daten nicht hast, nicht erhebst, und man macht es ja, wenn man es manuell macht, wirklich nicht mit dem Fokus, kontinuierlich und zuverlässig darauf zu schauen, sicherlich Optimierungspotenziale, die du nutzen könntest, um deine Kosten zu senken oder andere Dinge zu optimieren. Also es geht also nicht mehr nur um das Ob, sondern mehr um das Wie in der Digitalisierung. Jedes Unternehmen hat da unikate Herausforderungen. Und ob direkt berichtspflichtig oder indirekt betroffen, der richtige Ansatz variiert natürlich. Aber eines ist auf jeden Fall klar: Vorbereitung dahingehend ist der Schlüssel. Und wir haben jetzt spät im 2024 und die Direktive gilt ab 2025. Wenn du also wissen willst, wie diese ESG-Digitalisierung konkret für dich aussieht, bei Rescale bieten wir ein kostenloses Strategiegespräch an. Klick am besten auf den Link unten oder gebe ein rescale.ch und sichere dir dein Gespräch. Unten findest du ein Kontaktformular, trage deine Daten ein und lass uns gemeinsam dein Unternehmen zukunftssicher machen. Wir sprechen dann persönlich darüber, wie wir dein Unternehmen in eurer Situation ganz konkret weiterhelfen können. Falls dir das Video gefallen hat, like es, lass ein Abo da und bis zum nächsten Mal.